Hallo, ich wollte kurz was erzählen zu meiner Erfahrung mit dem 9010 Medbett. Ich war total begeistert. Ich fand es richtig toll auszuprobieren. Ich fand, am Anfang war das total einfach, das zu installieren und habe dann schon gemerkt, als alles vorbereitet war, dass so eine innere Vorfreude aufkam in mir, das auszuprobieren. Ich bin dann relativ früh ins Bett gegangen, weil ich einfach, nicht sofort einschlafen wollte, sondern einfach noch ein bisschen damit experimentieren wollte. Ähm, und es war wirklich sofort spürbar. Also, ich lag um 10 Uhr im Bett, habe das Medbett aktiviert und es war auch sofort spürbar, dass, da was passiert. Ähm, Ich habe dann meinen Körper scannen lassen und habe einfach, dann mich darauf fokussiert: „Okay, was gibt's jetzt als Erstes zu tun?“ Eigentlich hatte ich im Voraus eine ganze Liste geschrieben an Sachen, die ich irgendwie abarbeiten wollte, habe dann aber das irgendwie auch wieder vergessen und habe mich einfach da führen lassen von dem Medbett. Genau, habe dann, ich weiß gar nicht mehr, wo ich angefangen habe im Körper, auf jeden Fall, dann auch direkt, gemerkt, als ich den Befehl gegeben habe, das zu heilen, dass es da heiß geworden ist. Besonders intensiv war das fühlbar. Da habe ich, einmal, bin so die Wirbelsäule entlang gegangen und habe geguckt, wo Blockaden sind und das geheilt. Dass es sogar teilweise so intensiv war, dass es bis so ins Bein gezuckt hat und ich das auch an den Fußsohlen gemerkt habe, dass sich da was gelöst hat. Also, es war, teilweise nicht nur an der Stelle, wo ich gearbeitet habe, sondern insgesamt im Körper und besonders dann so nach unten hin spürbar. Ähm, genau, bei manchen Themen habe ich gemerkt, es hat körperlich gearbeitet und es war aber keine Verbesserung direkt spürbar. Dann ich arbeite auch energetisch viel und mit viel Bewusstseinsarbeit im Alltag, sodass ich dann geguckt habe, okay, gibt es da irgendwie auf der emotionalen Ebene oder auf der mentalen Ebene Sachen, die ich auflösen kann, und habe dann, auch zwischendurch mal Glaubenssätze aufgelöst, 'n ganzen Haufen irgendwie zu einem bestimmten Thema. Hatte bei einem Thema auch irgendwie dann die Idee, ich glaube, Oliver hat das in den Videos dann auch beschrieben, dass man sich andere Inkarnationen anzeigen kann. Also, ich habe bei einem Thema gemerkt, das hatte keine Ursache in dieser Inkarnation und habe mir dann Bilder anzeigen lassen und es war wirklich, verrückt, was sich da gezeigt hat. Die Bilder waren total klar. Das war auf jeden Fall anders, als wenn ich so, energetisch arbeite, dass es einfach noch klarer, noch schneller, noch präziser war, was da möglich war mit dem Medbett. Und ich wirklich gemerkt habe, 2 oder dreimal war das so, dass, ich wirklich, Tränen in den Augen hatte und richtig, gemerkt habe, da löst sich was energetisch und, was habe ich noch gemacht? Ich glaube, ich habe ein paar Sachen einfach, ähm, als Befehle dann gegeben, was das Medbett machen soll. Und dann war das so, dass, ich um 12 Uhr, glaube ich, eingeschlafen bin. Ich habe aber die ganze Nacht nicht wirklich durchgeschlafen. Das habe ich aber immer, wenn ich viel Energie aufnehme, dass, ähm, ich dann unruhig schlafe und einfach merke, da tut sich ganz viel. Bin dann zwischendurch einmal aufgewacht und hatte so das Gefühl: „Okay, passt das jetzt noch alles mit dem Medbett?“ Und wollte halt gucken, was ich noch machen kann, und habe aber gemerkt, dass meine Gedanken super diffus waren und ich gar keinen klaren Befehl mehr geben konnte. Ich bin dann irgendwann aufgestanden, habe gemerkt, meine Knie tun total weh, was ich vorher nicht hatte und, habe dann einfach gedacht: „Okay, vielleicht war das auch erstmal viel, was ich gemacht habe und lasse das jetzt einfach durcharbeiten.“ Bin dann, als ich wieder zurück ins Bett gegangen bin, habe dann, wieder gesagt, dass die Programme sozusagen weiter, bearbeitet werden sollen, was ich schon angeregt hatte. Und bin dann morgens um 7:30 Uhr aufgewacht und auch so wie so angeschaltet, was ich sonst nicht habe. Ich brauche immer relativ viel Zeit, um zu mir zu kommen und irgendwie in den Tag zu starten. Und das war aber direkt, dass ich, sofort wach war, aufgestanden bin und Sachen erledigt habe. Und über den Tag hinweg habe ich dann beobachtet, was sich getan hat. Genau, eine Sache habe ich noch vergessen. Als ich nachts aufgewacht bin, hatte ich auch dann Kopfschmerzen und habe das auch nicht wegbekommen. Also, das waren, so Sachen, die
also sind so ein paar Sachen, die mir nachts aufgefallen sind, wo ich mir dann erst Sorgen gemacht habe und habe mich gefragt, ob ich vielleicht irgendwie was Falsches gedacht habe, sodass das Medbett dann sozusagen nicht geheilt hat, sondern irgendwie mein System durcheinander gebracht hat. Und da war ich mir, also das würde ich gerne noch irgendwie rausfinden, wie das funktioniert. Hoffentlich nur im Positiven. Auf jeden Fall, morgens war aber ja alles in Ordnung. Und über den Tag hinweg habe ich einfach gemerkt, dass ich super fokussiert war, mein Bewusstsein sich irgendwie, also es war viel klarer, ich bestimmte Sachen, wenn ich sie fokussiert habe, viel schneller umsetzen konnte, meine ganzen Sinne viel intensiver waren. Geruchssinn war super intensiv, was in der Stadt unter Menschen nicht immer so angenehm war, aber es war einfach total anders und auch meine Wahrnehmung von Licht und Helligkeit war anders. Und ich habe gemerkt, dass ich viel besser in meinem Körper war, viel besser geerdet war, viel mehr bei mir war. Ach genau, das war eigentlich das Schönste, glaube ich. Also es war ein total spannendes Erlebnis und ich würde es total gerne noch mal ausprobieren. Aber das, was ich so über den Tag gemerkt habe, ist einfach, dass ich viel mehr bei mir war und viel besser gemerkt habe, wer ich bin und dadurch aber auch im Kontrast, was mir nicht gut tut, ähm, viel klarer zu erkennen war und ich dadurch dann anders mit umgehen konnte. Genau, und also ich habe dann irgendwann am Tag eine Meditation gemacht, die war viel klarer ausgerichtet. Ich bin viel schneller in so eine tiefe Meditation gekommen. Also es war ein super spannendes Ereignis. Vielen, vielen Dank, Oliver, dass du diese Möglichkeit kreierst, dass Leute das ausprobieren können. Und ich würde es unglaublich gerne nochmal testen, damit ein bisschen experimentieren und bin schon ganz gespannt. Aber ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Vielen Dank.